Ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, und ein ganz besonders herzliches Willkommen an dich, lieber Werner. Heute live hier zugeschaltet von den Philippinen. Ja, herzlich willkommen auch von mir und danke, dass wir dieses Video aufnehmen und mal sehen, was besser an den Philippinen und besser an Thailand ist. Das finde ich sehr interessant. Genau so ist das, und ich kann gleich mal wieder ein bisschen mit philippinischen Sprachkenntnissen hier flexen. Mabuhay nach Manila. Ich kann die leider nicht antworten in Thailand, aber das ist in Thailändisch. Sorry. Wäre dann sowas wie Swadikap. Sawadika. Ja, wir hatten uns beide im vergangenen Monat hier in Pattaya getroffen, hatten gemerkt, ja, Mensch, da ist eine gemeinsame Verbindung, da ist ein bisschen, ja, auch eine Energie, die uns beide so ein bisschen verbindet, von der Lebensplanung, ähnlich Dinge, die uns antreiben und so weiter, und haben dann gesagt, na ja, gut, das könnten wir doch mal vielleicht für den Kanal auch ein bisschen hier ausbauen. Und deswegen bin ich richtig froh, dass wir uns beide heute hier getroffen haben, um da einfach mal ein bisschen zu quatschen, so als Einstieg, vielleicht auch, um die Zuschauer so ein bisschen, ja, auf deine Person einzustimmen. Vielleicht 2 Worte zu dir. Mich kennen Sie natürlich von hunderten Videos. Ich weiß. Ja, also mein Name ist Werner. Ich komme aus Deutschland, in der Nähe von Dortmund. Bin ein bisschen unter 60, also 56. Lebe und arbeite auch noch in Deutschland, aber lebe in Manila, Malate, seit 9 Jahren auf den Philippinen. Ich habe auch mal 3 Jahre auch mal auf einer Insel gelebt. Dann habe ich aber gemerkt, dass mir die Insel einfach zu langweilig wird. Und dann bin ich nach Manila, Malate gezogen, wo ich auch einen Partner besitze. Jetzt hatten wir ja beide in Pattaya Gelegenheit, persönlich ein bisschen miteinander zu reden. Und du hast mir natürlich sehr, sehr viel vorgeschwärmt, wie das Leben auf den Philippinen im Moment ist. Ich kenne es. Der ein oder andere Zuschauer hat es vielleicht auf den Videos schon mal gehört. Auch ein bisschen. Allerdings, meine letzte Philippinen-Erfahrung ist schon sehr, sehr lange weg. Du kannst jetzt natürlich ganz frisch mit neuen Eindrücken aus Thailand das so ein bisschen vergleichen mit dem Leben, was du im Moment auf den Philippinen führen kannst. Vielleicht zum Einstieg, lass uns doch mal so bei den Basics anfangen. Jeder, der Thailand ein bisschen kennt, der weiß ja, als Tourist hierher kommen für ein paar Tage ist relativ einfach, ist relativ entspannt. Aber dauerhaft hier bleiben, auswandern, einwandern und so weiter, ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Wie schaut das denn auf den Philippinen aus im Moment? Ja, da muss ich sagen, nicht mal im Moment, das ist schon eigentlich über Jahre so. Also wenn ich einreise, bekomme ich erstmal 29 Tage. Dann kann ich aber sofort am Flughafen, gibt es eine neue Immigration, die ist im 3. Floor im Gebäude des Airports, wo ich sofort 30 Tage verlängern kann. Das kostet 3030 Peso, sind roundabout 50 Euro oder 55 Euro, so wie der Kurs ist. So, wenn ich diese 59 Tage habe und sage, das Land gefällt mir so gut, die Leute sind so nett, was ich natürlich bestätigen kann, ich möchte noch länger bleiben, geht man in Manila oder wo man auch gerade wohnt und an Immigration in der Nähe ist und kann nach den 2 Monaten ohne Probleme sofort 2 Monate verlängern. Oder man hat eine gute Agentur, die ich habe, dann kann man sogar nach 2 Monaten, die Agentur, die hat natürlich ein bisschen Connection zur Immigration, die kann auch sofort 6 Monate machen. Somit habe ich erstmal 8 Monate ohne Probleme ein Visa, ein Touristenvisa. Was dazu kommt, diese Sache kann ich bis auf 3 Jahre verlängern. Das heißt, ich kann 3 Jahre ein Touristenvisa machen und kann 3 Jahre ohne Probleme im Land bleiben. Was in Thailand leider mit mehr Problemen und schwieriger ist, ein Visa zu erhalten, so wie ich das weiß. So, und wenn ich nach 3 Jahren merke, oh, ich will noch länger bleiben, dann kann ich einmal ausreisen, fliege mal eben nach Thailand, wenn ich Lust habe, bleibe 2 Tage in Bangkok oder 3, fliege wieder zurück und dann fängt das Ganze wieder von neuem an. Das heißt, ich habe wieder 3 Jahre ohne Probleme ein Touristenvisa. Ja, das ist natürlich perfekt. Das ist zur Einfachheit. Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema hier in Thailand, gerade wenn man hierher kommen möchte, länger oder vielleicht auch für immer bleiben will und halt noch nicht die Altersvoraussetzungen erfüllt, dann wird das halt sehr, sehr schwierig. Also hier würde ich sagen, ganz, ganz klarer Pluspunkt für die Philippinen, was die Bürokratie, was die, ja auch die Möglichkeiten einer Einwanderung betreffen, oder? Jetzt haben wir, sag mal, jetzt bin ich dann dort, jetzt gefällt mir das sehr, sehr gut.
Wenn du jetzt ein bisschen die Lebensqualität vergleichen möchtest zwischen Thailand und Philippinen, wie ist da dein Eindruck? Das ist ja noch relativ frisch. Du warst ja letzten Monat erst hier gewesen. Jetzt bist du wieder in Manila drüben. Merkt man da Unterschiede von der Art und Weise zu leben, von den Menschen und so weiter? Also, was mir aufgefallen ist, ich war ja 20 Jahre lang in Thailand, aber das ist jetzt schon 10 Jahre her. Was mir aufgefallen ist in Thailand, die Leute sind nicht mehr so freundlich wie früher. Man sagte früher, das ist das Land des Lächelns. Und ich muss sagen, jetzt, wo ich das letzte Mal da war, ist mir aufgefallen, dass die Leute sehr unfreundlich sind. Vielleicht habe ich einfach Pech gehabt, aber es ist mir leider so aufgefallen. Das habe ich hier nicht. Also ich muss sagen, ich habe hier 3 Jahre auf der Insel gelebt. Ich habe so nette Leute kennengelernt, hilfsbereit, immer lächeln. Dann waren wir jetzt wieder vor ein paar Tagen, ich mit meiner Freundin in einer Provinz gewesen. Die Kinder sind auf mich zugekommen, die wollten mich alle sehen, weil da ziemlich keine Touristen sind. Also das war so super, die haben einen so aufgenommen und gelacht und Shake Hand und hier, also das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht erlebt hat. Das habe ich in Thailand meiner ganzen Zeit noch nicht erlebt. Also ich muss sagen, da ist es schon besser hier. Und hier in Manila sowieso, die Struktur ist okay. Ich bekomme alles an Essen, was ich haben möchte. Ich habe ein sehr gutes Internet. Ich habe sehr viele gute Krankenhäuser hier. Also von daher bin ich hier eigentlich in Manila sehr gut aufgestellt. Und wenn ich möchte, fliege ich halt von hier mal auf eine andere Insel und mache dann Urlaub. Also ich lebe hier und wenn ich dann weggehe, dann ist es halt bei mir wie Urlaub. Der nächste interessante, wichtige Punkt, natürlich hast du auch schon so ein bisschen im Nebensatz angesprochen, Krankenversorgung sollte auf den Philippinen ähnlich sein wie hier in Thailand. Wie schaut es denn aus mit einer Krankenversicherung? Ist es dort auch so teuer wie hier in Thailand für einige Personen? Ich sag mal so, wenn man hier, ich bin jetzt nicht der Fachmann für eine Krankenversicherung, weil ich mache das so, ich fliege ja noch einmal im Jahr Minimum im Augenblick nach Deutschland, um zu arbeiten oder was zu erledigen. Und da habe ich eine Auslandskrankenversicherung, die kostet mich 10,90 € im Jahr. Da drin ist alles drin, auch das mit dem C. Und die gilt 58 Tage. Das heißt, wenn ich 58 Tage mich im Ausland aufhalte, bin ich komplett abgesichert. Sollte ich jetzt, wie in meinem Fall, ich bin jetzt ein Stück im Augenblick 11 Monate hier, kann ich die verlängern und kostet mich bis 60 1,50 € am Tag. Somit kostet mich die Krankenversicherung im Augenblick im Monat 45 €, was sehr günstig ist. So, dann kann man sich überlegen, ob man nicht einmal im Jahr nach Deutschland oder so fliegt, erneuert die wieder für ein Jahr und hat einen Flug vielleicht von 1.500 € hin und zurück, plus die 45 € im Monat, komme ich immer noch günstiger, als wenn ich eine Krankenversicherung nehme, so wie ich gehört. Wie gesagt, ich bin da nicht im Thema drin, aber ich habe gehört, Auslandskrankenversicherung, wenn man hier länger ist, kostet zwischen 300 und 400 € im Monat. Somit bin ich damit viel günstiger, wenn ich einmal nach Deutschland zurückfliege und zurück und mache diese Krankenversicherung, die ich habe. Und die ist auch sehr gut. Ich war letztens mal im Krankenhaus, musste zum Arzt, brauchte Rezepte, habe die Sachen per E-Mail der Krankenversicherung geschickt und hatte 5 Tage später das Geld retour auf mein Konto. Also das war schon wirklich super gute Leistung. Ja, und über die Qualität im privaten Bereich Medizin muss man denke ich, auf die Philippinen auch nichts Nachteiliges sagen, weil das wird genauso ähnlich sein wie in Thailand. Wenn man sich das leisten kann, wenn man eine gute Versicherung hat, dann wird auch die medizinische Versorgung entsprechend sein. Zumindest in den Ballungsgebieten, in den Großräumen. Wenn man natürlich weit auf dem Land wohnt, dann kann es natürlich ganz anders aussehen. Das nächste spannende Thema, jeder, der auf den Philippinen schon mal gewesen ist und der auch in Thailand gewesen ist, der hat natürlich sofort gemerkt, sprachlich ist es doch deutlich einfacher auf den Philippinen. Warum? Man spricht nämlich Englisch neben der Hauptsprache Tagalog, richtig? Ja, also die Amtssprache ist hier Englisch. Wenn du Behördengänge machst, wenn du irgendwas Ärger hast mit dem Gericht, mit jemandem, egal wo, es wird zu 95 oder lass mich 97% Englisch gesprochen. Also die Amtssprache ist Englisch. Das ist natürlich ein super großer Vorteil gegenüber Thailand. Weil in Thailand sprechen vielleicht 5% Englisch oder vielleicht sind es auch 10 mittlerweile. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber damals zu meiner Zeit, wo ich sehr oft in Thailand war,
da haben vielleicht 2-3% Englisch gesprochen. Selbst am Hotel war es schwierig, jemanden zu finden, der Englisch spricht. Und das ist dann hier schon eine wirkliche Erleichterung zum Leben, wenn man sich mit den Leuten unterhalten kann oder wenn man ein Problem hat und die Leute können einem helfen. Das ist wirklich ein großer Pluspunkt gegenüber Thailand. Ja, das ist auch so mein Eindruck immer, wenn ich hier in Thailand irgendwas Größeres möchte, also jetzt nicht nur was essen, was trinken, sondern vielleicht auch was Behördliches mal habe, was Öffentliches. Alleine bist du da ziemlich aufgeschmissen. Man braucht immer jemanden, der dabei ist, der einen hilft, sprachtechnisch, weil viele Thailänder verstehen mittlerweile auch Englisch, aber halt auch gerade Behördendinge und sowas, das kann schon sehr, sehr schwierig werden. Wenn man da natürlich unterwegs ist, so in dem normalen Tagesgeschäft, gerade in Touristenhochburgen, da ist das einfach. Sein Essen kriegt man schon bestellt mit Händen und Füßen oder was man sonst alles noch haben möchte. Aber tiefergreifende Gespräche auf Englisch wird in Thailand sicherlich sehr, sehr schwierig werden. Ja, wenn wir da gerade bei dem Thema sind, Lebensqualität, Kosten, wie schätzt du das im Vergleich ein im Moment? Da ich ja, wie gesagt, vor 2 Monaten noch in Thailand war und wenn ich sehe, dass ich für 1 Euro im Augenblick ca. 35 Thai-Baht bekomme und vor 30 Jahren habe ich fast das, ja, nicht das Doppelte, aber zwischen 55 und 57 bekommen, ist es in Thailand sehr teuer geworden. Also ich war sehr überrascht, egal ob du ein Bier trinken gehst, ob du mal nette Mädels besuchst, das ist ja schon wahnsinnig teuer geworden. Also das ist ja schon fast europamäßig oder noch teurer in Europa geworden. Das habe ich hier nicht. Hier habe ich definitiv im Augenblick für 1 Euro bekomme ich ca. 57, 58, 59. Ich kenne das auch noch mit 65, aber im Augenblick hat er sich zwischen 58 und 60 Peso eingependelt. Somit ist Essen, Trinken hier eigentlich nicht teuer. Ja, das ist doch mal eine ganz gute Aussage. Weil die Leute haben ja immer im Hinterkopf, Thailand ist alles billig, ich kriege alles geschenkt. Ist natürlich nicht wirklich so. Und gerade wenn man als Tourist hier kommt für ein paar Wochen, dann kennt man vielleicht auch nicht das letzte, kleinste Hinterdorf-Restaurant, wo man vielleicht noch was Günstiges abstauben kann, sondern ist so eher auf die Touristenmetropolen angewiesen. Und dann wird es natürlich gerade auch so im Pattaya, Bangkok und so weiter richtig teuer teilweise. Da muss man halt schon ein bisschen aufpassen. Und wenn man halt für immer hier lebt, dann muss man sich natürlich auch die entsprechenden Geschäfte, die entsprechenden Supermärkte suchen, wo man dann halt seinen Wochenbedarf einkauft, um den halt nicht im 7-Eleven zu holen, was dann natürlich eine ganz andere Hausnummer ist, ne? Ja, das ist auf jeden Fall. Wir haben ja auch 7-Eleven, aber ich gehe hier zum großen Supermarkt, das ist pure Gold, gegenüber ist direkt der Markt, da hole ich meinen Fisch und mein Gemüse. Also von daher ist das hier schon super und auch nicht teuer. Das habe ich in der Woche vielleicht 100 Euro an Lebensmitteln. Das ist okay. Da kann ich mit leben. Ich kann hier auch jeden Tag für 240 Peso am Tag essen. Das sind keine 5 Euro. Dann gehe ich hier in so ein kleines Restaurant. Da kochen die, haben die 10, 12 Gerichte. Da kriege ich Fleisch, da kriege ich Reis, da kriege ich Wasser und da kriege ich eine Suppe. Also man kann auch günstig essen. Man kann aber auch hier in Manila, in der Robinson oder in der Mall of Asia, das sind große Einkaufszentren, da kann man natürlich auch die italienische Pizza für 12 Euro essen. Also das gibt es hier auch natürlich. Aber wenn man das ein bisschen mischt und selber kocht, dann kann man hier, ich sag mal so, ich habe es mal ausgerechnet und aufgeschrieben, ich komme mit Strom, mit allem drum und dran, Zigaretten, ich rauche leider, mit allem drum und dran komme ich mit 1.000 Euro aus. Ja, das ist aber ein vernünftiger Wert. Du musst ja auch immer rechnen, die Leute sind ja nicht unbedingt jung, wenn sie auswandern wollen, vielleicht auch schon in Rente. Und wenn du dann so 1.000 Euro Rente hast und davon leben kannst auf den Philippinen, ist das ja gar nicht so schlimm. Weil wir reden ja hier immer auch nicht von Überleben, sondern von Leben, weil ich möchte ja von meinem Leben dann auch noch irgendwas haben. Ja, vielleicht, damit wir das hier gar nicht so weit in die Länge ziehen, vielleicht noch ein kleines, spannendes Thema so zum Schluss. Wie schaut es denn aus, wenn man als alleinreisender Mann kommt, Single ist? Findet man den Anschluss? Findet man jemand auch was fürs Herz? Sind solche Dinge einfach oder schwieriger als in Thailand? Ich sage, es ist hier einfacher und ich sage, die Frauen sind auch ehrlicher. Also ich habe das Gefühl, dass so hier nicht, wie man so schön wird, veräppelt wird. Also nee. Und man sollte natürlich sich eine Frau aus der Provinz holen. Also genug Dating-Apps, so habe ich es gemacht. Badoo zum Beispiel habe ich genommen.
Und da habe ich auch meine Freundin drüber kennengelernt, die hier nicht in Manila will. Man sollte nicht unbedingt in Manila sich eine Frau anlachen. Das ist schon ein bisschen, da könnte schon wieder passieren, dass es so ungefähr ist wie in Pattaya. Aber wenn du außerhalb, aus der Provinz jemanden kennenlernst und das kannst du ohne Probleme, dann hast du auch normalerweise keine Probleme mit der Frau. Könnte natürlich auch ein bisschen einfacher sein, weil Philippinen ist ja bekanntlich ein christliches Land. Das heißt, die Kinder, die dort aufgewachsen sind, die Leute, die dort aufgewachsen sind, haben halt auch ein bisschen dieses Christliche in sich, was uns als Europäer vielleicht auch ein bisschen einfacher fällt dann, damit umzugehen, mit dieser Lebenseinstellung, oder? Ja, da gehe ich von aus. Also der Buddhismus ist ja ganz anders und hier sind die 80% alle katholisch, gehen auch in der Kirche, sind also wirklich absolut christlich. Gehen auch wirklich, viele Leute gehen jeden Sonntag wirklich in die Kirche. Und meine Freundin geht auch jeden Sonntag in die Kirche. Das ist auch in Ordnung so, das soll sie auch tun. Also das ist schon ein Unterschied hier. Also du wirst hier auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde hier mehr als Mensch gesehen als in Thailand. In Thailand, ja, der Mann hat Geld und das war's. Und das Gefühl habe ich hier einfach nicht. Ja, das freut mich wieder mal zu hören. Ist teilweise auch so mein Eindruck. Wie gesagt, aber das kann auch jeder natürlich selber anders empfinden. Jeder, der längere Zeit hier lebt, der wird sich auch dann sein Leben so aufbauen, dass er vielleicht auch dieses Gefühl irgendwann verliert, hier fremd zu sein. Nur ist jetzt aus unserem Gespräch heraus, würde ich sagen, dieses nicht mehr fremd sein, sondern heimisch werden auf den Philippinen scheint aus meiner Sicht etwas einfacher zu sein als in Thailand hier. Ja, wo ich das erste Mal hier war, auf der Insel, ich habe mich sofort wohlgefühlt. Das habe ich in Thailand nicht so empfunden. Also ich muss sagen, da ist es hier schon wirklich um Längen besser. Ganz ehrlich. Ist meine Meinung. Aber wie gesagt, jeder hat eine andere Meinung. Aber ich bin lange genug hier, dass ich denke, das so sagen zu können. Ja, Werner, ich will heute das erste Interview gar nicht so lang machen. Ich würde natürlich auch gerne mal sehen, ob das bei uns auf dem Kanal überhaupt auf Interesse stößt. Wir beide hatten uns lange darüber unterhalten und haben dann gesagt, ja klar, wenn jemand sich für Südostasien interessiert, Thailand, dann wird er sich vielleicht auch für Philippinen interessieren. Ich würde sagen, wir machen hier einfach mal so einen runden, netten Schluss. Lassen die Zuschauer entscheiden, ob denen solche Formate auch gefallen. Dann können wir das in Zukunft hier gerne gemeinsam weiter ausbauen. Weil wir haben ja gesehen, es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen Thailand und Philippinen. Es gibt natürlich auch große Unterschiede. Und vielleicht ist der eine, der bisher mit Thailand so richtig schön verbandelt war, auch auf den Geschmack gekommen, nachdem wir uns vielleicht noch mal ein paar Mal getroffen und unterhalten haben. Mensch, vielleicht wäre Philippinen für mich auch so eine Alternative. Wäre ja gar nicht schlecht, oder? Nee, absolut. Also ich hoffe, dass das hier ankommt, das Video, dass da einige Leute sind, die da interessiert sind. Und dass wir da mit weitermachen. Und dann werden auch noch einige Videos von uns beiden kommen und vielleicht von mir auch mal ein paar Videos alleine, wie das hier so ist draußen. Und ja, das würde mich absolut freuen. Also ich habe da richtig Lust und Spaß dran und würde mich da wirklich voll ins Zeug legen, dass das so ist. Aber wenn die Leute es nicht annehmen, dann ist es leider so und dann ist es, wie es ist. Ja, dann ist es halt so. Aber wie gesagt, Werner, wir beide kennen uns. Wir werden sicherlich in Kontakt bleiben. Es gibt bestimmt noch viele schöne Dinge, die wir miteinander besprechen können. Dann sage ich schon mal herzlichen Dank für deine Zeit und dasselbe sage ich zu den Zuschauern. Herzlichen Dank, dass ihr bei dem Video dabei gewesen seid. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Gerne eure Erfahrungen, Ideen und alles, was euch zu den Themen bewegt, in die Kommentare. Danke und tschüss, bis zum nächsten Video auf unserem Kanal. Tschüss. Tschüss, Frank. Tschüss.